ich heiße Josephine Reis und ich bin Illustratorin. Meine Bilder erscheinen in vielen Magazinen wie zum Beispiel Kosmos, Neue Narrative und dem Playboy, aber auch auf Produkten, zum Beispiel Puzzlespielen, Müsli-Dosen und Anti-Raucher-Kampagnen. Zu meinen Kunden gehören unter anderem Facebook, Nike und Adidas. Ich lasse mich von allem um mich herum inspirieren, ob von persönlichen Erfahrungen, Menschen, Popkultur, Architektur und vielem mehr. Mit meinem iPad und Procreate kann ich meinen virtuellen Werkzeugkoffer überall hin mitnehmen und viele Farben und Kompositionen erkunden. Diese Elemente entscheiden über die Geschichte, die das Kunstwerk erzählt. Meine Arbeiten zeigen oft ausdrucksstarke Charaktere, alltägliche Situationen und Ereignisse, aber auch Probleme und Bedürfnisse, die oft frauenspezifisch sind. Man sollte immer offen und achtsam an Dinge und Themen herangehen. Nur so kommt man auf wirklich neue Ideen. In diesem Domestika-Kurs werde ich dir beibringen, eine Figur mit perspektivischer Verzerrung in Procreate digital zu zeichnen. Als finales Projekt wirst du eine weibliche Person in einer zuvor gewählten Pose malen und dazu ein GIF erstellen. Zuerst überlegen wir uns mögliche Perspektiven unserer Figur und den Aufbau unserer Illustration. Wir suchen außerdem nach Referenzen und lernen, wie wir ein Referenzbild von uns selbst nutzen. Danach entwickeln wir unsere Illustration auf dem iPad mit Procreate. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du deinen Charakter aufbaust und kolorierst. Als letztes erstellen wir mit ganz einfachen Mitteln und diversen Charakteren ein cooles GIF. Zum Ende dieses Kurses wirst du in der Lage sein, verschiedene Figuren in unterschiedlichen Perspektiven zu malen und damit einzigartige Geschichten zu erzählen. Um an diesem Kurs teilzunehmen, brauchst du ein iPad mit Pen, Zugang zu Procreate und ein Smartphone für das Referenzbild. Dieser Kurs ist für alle, die lernen möchten, starke Charakter aus verschiedenen Blickwinkeln zu malen. Aus neuen Perspektiven wachsen einzigartige Geschichten.